Mit 15 km/h durch Europa. »36. Reisetag. Mittwoch, 20. Juni 2018. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. Frankreich. Auf einer Campingwiese in Saint-Léger-sur-Ordonne. Die Nacht war herrlich. Keine Autos, keine Flugzeuge, keine Eisenbahn. Aber interessanterweise auch kein Vogelgezwitscher. Das Frühstück bereite ich mir heute im Mobilheim zu. Beim Anblick der Dose fällt mir auf, dass mein Gaumen immer noch verwöhnt ist. Und ich erinnere mich, dass es auch mit der Umstellung vom Kakao zum Tee immens lange gebraucht hat, bis sich meine Geschmacksnerven angepasst haben. Gerhard, wenn es nach deinen Geschmacksnerven gehen würde, dann würdest du doch ein Bier bevorzugen. Ja, mein Freund, den habe ich nicht schnarchen gehört. Der grast dort rückwärts. Ich habe im Zelt geschlafen, wobei es auch hier in diesem Wohnmobil einen Raum gibt, wo sogar ein Bett implementiert ist. Also ich habe wirklich lang mit meinen Inneren gekämpft, ob ich das Bett genießen soll oder im Zelt schlafen. Ich habe mich für das Zelt entschieden. Es ist eine Charity-Radtour. Ich will für einen guten Zweck radeln und deswegen bin ich auch bemüht, mit den geringsten Mitteln den größtmöglichsten Erfolg zu erzielen. Ja, die Sonne meint es gut heute. Es gibt keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Ich glaube, das habe ich seit den letzten 3 Wochen nicht wirklich so in Erinnerung. Nachdem ich gestern am Abend noch eine richtige Fressattacke ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch einen ausgeprägten Appetit gehabt habe, habe ich heute zum Frühstück noch genau diese 4 Müsli-Riegel und einen Apfel zur Verfügung. 4 Müsli-Riegel? Mein Freund, das ist doch nicht dein Ernst? Und nur weil du gestern Abend eine Fressattacke hattest. Schäm dich. Nicht weiter schlimm, ich habe gestern wirklich ordentlich Abend gegessen. Mittlerweile ist es 13:10 Uhr und schon wieder weiß ich nicht, wo die Zeit hingekommen ist. Ich habe doch bloß gefrühstückt, das Zelt abgebaut, alles verstaut, telefoniert und die sozialen Medien bedient. Das ist der Eingang zum Campingplatz. Also ich hätte das gestern nicht gesehen, wo ich nicht da tausendmal gefragt hätte. Und da sieht man also, dass Bett und Zelt aufzeichnet sind. Von Saint-Léger-sur-Ordonne nach Chanilly. So, endlich. Jetzt geht es los. Ich fahre zum Eurovelo 6 Radweg und freue mich auf die nächsten Kilometer in der frischen Luft. Hey, Gerhard, du passierst gerade die ersten 1000 Kilometer deiner langen Reise vom Atlantik zum Schwarzen Meer. Unglaublich. Ich habe 1000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Da kommt Freude auf. Aber es ist nicht das erste Mal in meinem Leben. Als ich mit Elisabeth im Jahr 2011 den Rhein entlang gefahren bin, waren es von Andermatt in der Schweiz nach Bonn in Deutschland gute 1100 Kilometer. Und im Jahr 2016, damals radelte ich von Danzig in Polen bis nach Pula in Kroatien, da waren es sogar mehr als 2500 Kilometer. Die beiden wissen sicher nicht, dass ihnen da jemand im Windschatten folgt. Für mich hat es den Vorteil, dass ich nicht so stark in die Pedale treten muss. Ein bisschen breiter könnten die beiden noch sein. Aber leider sind die beiden viel zu schlank, als du davon ordentlich profitieren könntest. Ich denke gerade an das Prinzip des Nicht-Besitzen-Wollens, das Bernhard Möstl in seinem Buch wunderbar beschreibt. Nicht besitzen zu wollen hat in Asien eine viel weitere Bedeutung als bei uns.
Europäer verstehen darunter oft, bewusst auf etwas zu verzichten. Die asiatische Lebenshaltung meint damit, das Denken frei zu machen von der Idee, dass man etwas überhaupt besitzen kann. Wenn Sie so weit sind, ehrlich nichts besitzen zu wollen, werden Sie auch nicht leiden. Wie viele negative Gefühle entstehen durch die Angst, nicht genug zu haben und zu bekommen? Wie viel Leid entsteht durch den Drang, zu besitzen, was man überhaupt nicht besitzen kann? Alles Leid, hat Buddha gesagt, entsteht durch Gier. Ich habe 2015 den Besitz eines Kraftfahrzeuges aufgegeben. Und tatsächlich, weg sind die Spar- oder Kreditgedanken für die Neuanschaffung und die Sorgen über die nächste Reparatur und vieles anderes. Das plötzliche Auftauchen einer Informationstafel lenkt mich ab. Da steht, dass auf diesem Kanal Gips und Kalkstein transportiert wurden. Sie dienten als Schutzmittel auf den Feldern. Was es nicht alles gibt. Und da gab es in den Dörfern noch Gipsöfen. Unvorstellbar. Der Kanal scheint irgendwie zu stehen, also es bewegt sich gar nichts. Wenn man genau hinschaut, das Wasser läuft doch in diese Richtung. Gerhard, was macht dich da so sicher? Endlich! Ich bin in Chanyi. Trotz der fortgeschrittenen Tageszeit, mittlerweile ist es 14:40 Uhr, suche ich ein nettes Bistro. Die Stadt liegt mitten in einer Weinbauregion des Burgund. Eine Urkunde aus dem Jahr 840 von Kaiser Lothar I. bezeugt, dass Chanyi damals Kadiniako Villa geheißen hat. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, eine Speise aus der traditionellen französischen Küche zu genießen. Die Kellnerin verweist dabei auf ein Hühnchen mit Kartoffelpüree. Ob das eine typisch französische Speise ist? Keine Ahnung. Doch ehe ich die Gedanken zu Ende spinne, erfassen meine Augen die Preise. Wow, 14,50 € kosten Ham and Eggs mit Salat. Und wieder einmal wird mir bewusst, dass die Kaufkraft in Frankreich anders ist als bei uns in Österreich. Eine Stunde später, es ist 16:15 Uhr. Ich traue meinen Augen nicht. Mit dem Reifen des Anhängers stimmt irgendwas nicht. Also nach 1000 Kilometern hat es dieser Schlauch den Geist aufgegeben. Zerknirscht leere ich den Anhänger und widme mich voller Freude der Reparatur. Eine halbe Stunde später. Von Chanyi nach Chalon-sur-Saône. Wow! Wie kann man so ein schwimmendes Ungetüm durch die vielen engen Stellen des Kanals bewegen? Und wie mag es wohl einem Kapitän, der auf einem kleinen Hausboot, dem so ein riesiges Stahlkonstrukt entgegenkommt, ergehen? Ein Blick auf das Navigationssystem von Garmin lässt keine Zweifel aufkommen, dass wir immer noch an unserer Beziehung arbeiten. Nicht, dass das Instrument unzuverlässig wäre. Nein, nein. Es ist die Dreistigkeit, mir zu zeigen, dass ich heute erst 24,5 Kilometer zurückgelegt haben soll. Es ist 18:30 Uhr und ich bin in Chalon-sur-Saône. Das ist eine französische Stadt mit ungefähr 45.000 Einwohnern und damit nach Dijon die zweitgrößte Stadt im Burgund. In einem Supermarkt besorge ich mir Salat, Thunfisch, Tomaten, Chips und ein paar andere Köstlichkeiten. Und glücklicherweise gibt es da auch ein Sportgeschäft, in dem ich mir sofort, aus Gründen der Sicherheit, um 4,99 € einen Schlauch für den Fahrradanhänger kaufe. Hey Gerhard, da ist eine Pizzeria. Du liebst doch Pizzen, oder?
Hier also endet die Stadt. Das zeigt die Tafel am rechten Fahrbahnrand an. Und die Brücke vor mir führt über den Canal de Centre, von dem ich mich hier verabschiede. Denn ab jetzt folge ich der sanften Saône. So, womit habe ich mich denn zuletzt befasst? Ach ja, genau, mit dem Shaolin-Buch von Bernhard Möstl und dem Kapitel über das Prinzip des Nicht-Besitzen-Wollens. Und da geht es unter anderem auch um die Gier. Ganz genau, Gerhard. Da beschreibt er, dass uns das 4. Shaolin-Prinzip lehrt, dass es die menschliche Gier ist, die uns verletzbar, berechenbar und erpressbar macht. Darüber hinaus spielen auch Erwartungen eine Rolle. Ich zitiere ein Beispiel aus dem Buch. Nun ist Begierde wie auch nicht besitzen wollen nicht etwas, das unbedingt mit materiellen Dingen zu tun hat. Es würde schon reichen, dass Sie mir einen schönen Tag wünschen und ich einfach darauf nicht reagiere. Nicht nur, dass ich Ihnen keinen ebenso schönen Tag wünsche, sondern einfach tue, als hätten Sie nichts gesagt. Sie würden sich über mein Verhalten ärgern, weil Sie eben eine Reaktion erwartet haben. Wollte ich Sie also provozieren, damit Sie später in Ihrem Ärger einen Fehler machen, ich wüsste also genau, wie ich es anstellen müsste. Genauso macht Begierde erpressbar. Wenn Sie nicht tun, was ich möchte, nehme ich Ihnen das und das weg. Ihr Geld, Ihr Auto, Ihren Arbeitsplatz. Manchmal zeigen die Wegweiser nur in eine Richtung. Um festzustellen, ob ich hier links oder rechts abbiegen soll, denke ich nach, wo ich herkommen müsste, um diese Tafel zu sehen. Da sie aus der Sicht des Entgegenkommenden nach rechts zeigt, biege ich nach links ab. So wie die Sonnenstrahlen im Drang der Dämmerung allmählich an Wärme und Strahlkraft verlieren, so werden auch meine Glieder allmählich schwach. Und ich sehne mich nach einer Schlafstätte. Und Homa, die Glücksfee, die scheint heute besonders gut gelaunt. Denn sie führt mich zu einem paradiesischen Platz. Direkt an der stillen, empathischen Saône. Herz, was brauchst du mehr? Ich überlege nicht lange, baue das Zelt auf, schalte das Handy aus, genieße das Abendessen am Ufer der Saône, lausche noch eine Zeit lang dem Vogelgezwitscher und den sanft brechenden Wellen sowie dem monotonen Gezirpe der Grillen, um letztendlich in einen tiefen und befriedigenden Schlaf zu fallen. As long as a river runs down to the sea, as long as a flower will grow on Mother Earth, there is a black man who's telling me there is a world that our children will never see. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal.
Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.